Hey there, this is Damien again. If you haven't seen part 1, please check out the huge overlay appearing now somewhere here on the screen. The second part of the FAQ will be in German as well. So again, please click on the white CC button at the bottom of the video to activate the subtitles. Thanks! So, hier kommt die Frage. Wärst du lieber ein Prinz oder ein Ritter? Ganz klar der Ritter, weil ich gern die Prinzessin retten und ihr Herz gewinnen möchte, anstatt einfach so lange als Frosch rumzulaufen, bis mich eine küsst. Ja, nächste Frage, auch so ähnlich. Wärst du lieber eine Fee oder ein Drachen? Falls ja, was für einer? Da wäre ich einfach sehr, sehr gerne der Drache von Disney's Dragons, weil glitzernde Kleider und Zauberstab stehen mir einfach nicht. Man mag es kaum glauben, ist aber so. Wo ist dein Gesicht? Wo ist mein Gesicht? Immer noch über meinem Hals? An meinem Kopf? Keine Angst, ich hab eins. Wirst du je dein Gesicht zeigen? Ne? Ja, also mein Gesicht läuft den ganzen Tag durch die Gegend. Weiß gar nicht, was die Frage soll. Nee, aber mal im Ernst. Ja, ich studiere halt und da ist es praktischer, anonym zu bleiben. Und ja, ich weiß, das ist nicht das, was ihr hören wollt. Aber damit müsst ihr nun mal leben, weil ich will halt auch ein bisschen Privatsphäre haben. Das ist ja klar. Und die Frage ist einfach immer, wie viel will man von diesem, in Anführungsstrichen, Internet-Fame mit ins reale Leben mitschleppen. Und besonders was die Beziehung angeht, wir haben einfach keinen Bock, permanent und von jedem unterm Mikroskop betrachtet zu werden. Deswegen machen wir es so, wie wir es machen. Wie ist deine Persönlichkeit? Okay. Okay, würde ich sagen. Ja, bis jetzt ist noch niemand schreiend weggerannt, also von daher glaube ich, ganz okay. Siehst du aus wie dein Charakter? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen schon, wobei das natürlich relativ ist. Also, welcher Mensch sieht schon aus wie eine Comicfigur? Wir haben uns aber dafür entschieden, die Animation relativ nahe zu gestalten, weil es für uns dann auch einfacher ist, damit zu leben, weil wir uns dann mehr damit identifizieren können und die Charaktere nicht als was total Abstraktes jetzt sehen, was dann mit uns einfach nichts mehr zu tun hätte, ne? Und das hängt aber auch mit den Songs zusammen und einfach, dass eine Menge von unserer Persönlichkeit in den Songs steckt. Ja, wenn jetzt die Figuren, die das praktisch darstellen, nicht uns entsprechen würden, wäre es schon irgendwie seltsam. Ja, nächste Frage, oder eher 2 Fragen in einem. Beschreibe Anna in einem Wort. Und was war das Erste, was du dachtest, als du Anna zum allerersten Mal gesehen hast? Beschreibe Anna in einem Wort. Wie beschreibt man jemanden in einem Wort? Also am ehesten fällt mir da das englische Wort adorable ein. Ja. Und was war das Erste, als du dachtest, als du Anna gesehen hast? Das war ouch. Und danach, fuck, das ist seine Schwester. Ja, das war ja wie gesagt beim Umzug und ich habe sie gesehen, Kiste aus der Hand gerutscht. Ich war einfach, komplett geflasht. Also das war Liebe auf den ersten Blick. Ach ja, so, gab es nicht auch mal ein Silent Scream Cover von dir? Wenn ja, was ist damit passiert? Passiert ist damit gar nichts. Der Song ist nach wie vor bei Amazon, iTunes, Spotify, wie auch immer. Und der Upload bei YouTube, der war nie geplant, weil für ein separates Video
einfach komplett die Kapazitäten gefehlt haben. Und wenn er hochgeladen war, dann war es nicht von uns. Und ich möchte an der Stelle auch sagen, dass wir von den illegalen Uploads auch nicht so großartig begeistert sind. Ich kann zwar verstehen, dass es für euch Fans geil ist, aber für uns ist es einfach die komplette Katastrophe, ne? Wir freuen uns natürlich nach wie vor und immer über jeden Kauf der Songs, weil dadurch finanziert ihr unsere Songs und unsere Videos und überhaupt erstmal die Möglichkeit, ins Studio zu gehen. Ja, wenn das wegbricht, dann ist vorbei. So, genug geheult, weiter geht's. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier, Mungo. Wie kommt es, dass du im Internet nicht so aktiv bist wie Anna? Tja, ich glaube, mit mehr als einem Song würde das Sinn machen. Ansonsten bin ich Vollzeitstudent, jobbe nebenbei noch und ganz nebenbei würde ich ab und zu noch ein bisschen schlafen gerne. Und mein Studiengang erlaubt leider auch überhaupt nicht, dass man sich zu sehr zurücklehnt. Und momentan versuche ich einfach alles halbwegs unter einen Hut zu bekommen irgendwie. Ja, schauen wir mal weiter. Geht ihr jemals auf Tour? Ja, eventuell wie diese Vocaloid-Konzerte. Oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Ein Wort, das du zu Hatern, Mobbern und Trollen sagen möchtest. Ja, das kann man, glaube ich, nicht in einem Wort zusammenfassen. Ich frage mich nur einfach immer, warum diese Leute, die ihre Energie nicht für irgendwas Sinnvolles nutzen. Aber egal. So, magst du scharfes Essen? Auf jeden Fall. Wobei scharf ziemlich relativ ist. Ich sag mal, wenn ich meine Zunge nicht mehr spüre, dann war es ein Tick zu scharf. Was ist dein Lieblingstag in der Woche? Eindeutig Samstag? Ja, weil Sonntag ist schon wieder so nah am Montag. Und was ist dein momentaner Lieblingssong und deine Lieblingsgruppe? Da würde ich sagen 30 Seconds to Mars. Wenn ich mich entscheiden müsste, Song eventuell Venom. Gruppe und Songs sind eigentlich immer tagesabhängig. Deswegen will ich mich da auch nicht allzu festlegen. Und sowieso in dem Moment, wo die Videos auf YouTube laufen, läuft bei mir schon wieder was ganz anderes auf Dauerschleife. So, habt ihr auch ein gemeinsames Lieblingslied? Ja, aber das bleibt geheim. Wer ist dein Lieblingssänger oder Schauspieler? Also bei mir ist es eine Lieblingssängerin und das ist definitiv Anna. Ich höre aber auch viel mehr Songs von ihr als ihr da draußen. Und deswegen gilt das wahrscheinlich nicht, aber egal. So, Schauspieler Jack Houston als Richard Harrow in Boardwalk Empire. Auf jeden Fall. Für mich einfach einer der tragischsten und brillantesten Charaktere überhaupt. Ansonsten Mads Mikkelsen noch. Ja. Gut, egal. Plant ihr zusammenzuziehen oder seid ihr da spontan? Ich glaube, mein Mitbewohner wäre da etwas unglücklich. Ja. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Frühling. Ja, Frühling, weil ich mag's, wenn alles wieder anfängt grün zu werden, aber die Sonne halt noch nicht so knallt, dass man tagsüber von einem Schatten zum anderen springen muss. Gerade ich als Vampir, ne? Könnt ihr verstehen. Ja. Wie lange bist du schon Emo oder so? Also, ich bin nicht Emo und ich würde mich musikalisch auch eher bei Balladenrock einordnen. Was dachtest du über Anna, als du sie das erste Mal getroffen hast? Im Vergleich zu jetzt. Also ich glaube, man kann das nicht wirklich vergleichen. Mit 13
ist halt alles noch neu, anders, fremd und mit 13 hat man keinen Plan von gar nichts. Und du denkst einfach nur, die ist niedlich. Ja. Und da niemand mit einer Packungsbeilage kommt, musst du einfach jede Person entdecken. Und allein das verändert ja schon, wie du diese Person siehst. Schwere Frage. Egal. Magst du Pokémon? Nö. Aber ich glaube, die trauern jetzt auch nicht großartig hinterher, dass ich nicht Fan bin. Wo lebst du? In Klammern Land, Bundesland? Baden-Württemberg. Und wo genau, bleibt aber geheim. Was ist deine Orientierung? Anna. Nee, Scherz. Beiseite, ich mag leider wirklich nur Mädels. Sorry. Wo willst du hingehen? Demnächst vielleicht zum Kühlschrank? Ja, ich hab Durst ohne Ende. Ich gehe zum Kühlschrank. Tschüss. Nein, ich bleib hier. So, what is your favorite TV show? Also, TV sehe ich eigentlich kaum. Aber wenn, dann bleibe ich bei Big Bang einfach hängen. Und Game of Thrones, Hannibal, Broadwalk Empire. Das sind so meine Favoriten. Was ist dein Lieblingsfilm? Ja, Shutter Island. Den würde ich mir jetzt aber auch nicht unbedingt jede Woche ansehen. Da würde ich als absoluten Klassiker wohl noch Life of Brian mit ins Rennen schicken. Was ist dein Lieblingsgenre? Klar, eigentlich Rock, Alternative, bisschen R&B, wobei es halt immer auf die Songs an sich ankommt. Ja, ich würde mich da jetzt nicht so krass einschränken. Nur weil es jetzt nicht irgendwie in mein Genre fällt. Also, ein guter Song ist ein guter Song. Wie lange habt ihr vor, zusammen zu bleiben? Wie lange habt ihr vor, zusammen zu bleiben? Okay, und habt ihr euch schon mal richtig gestritten? Ja, also niemand kann sagen, wie lange man zusammenbleiben wird. Niemand kann sich das vornehmen. Ich kann jetzt sagen 2 Tage oder 100 Jahre, aber ja. So, kommen wir zum nächsten Teil der Frage, ob es schon mal richtig Streit gab. Ja, also Streit gab es schon mal. Für mich aber kein Problem, weil ich einfach glaube, das gehört einfach dazu in einer Beziehung. Und ich glaube, das wäre einfach super gruselig, wenn es irgendwie gar keine Reibepunkte gäbe und jeder mit allem immer total einverstanden wäre. Also könnte ich mir nicht vorstellen. So, jetzt habt ihr endlich mal ein Video gemacht und es ist bescheuert. Okay, was ist dabei die Frage? Erschließt sich mir nicht, ist aber auch egal. Ich antworte trotzdem. Ja, ich kann dazu einfach nur sagen, dass hier bei uns einfach auch keiner davon ausgeht, dass jeder alles mag. Ist aber auch okay. Also es kann sein, dass ihr die nächsten Songs total kacke findet. Ist völlig in Ordnung. Am Ende des Tages machen wir die Songs einfach, weil wir sie gut finden. Und wenn andere das zufällig auch gut finden, ist natürlich mega Hammer. Aber wenn es nicht so ist, passiert halt. So, wenn du noch 30 Minuten zu leben hättest, was würdest du machen? 30 Minuten. Ich würde mich erstmal von allen verabschieden, die mir wichtig sind. Und dann die restlichen Minuten singend mit Freunden und einem Kaltgetränk auf dem Dach hocken und mich von der Welt verabschieden. So, wer ist deine Lieblingsrockband? Da kann es nur eine geben. Queen. Eindeutig. Wie kommt ihr auf euer Leben klar? Ich meine, das Duett ist wunderschön und der Ruhm dann. Ach so, okay. Also ich komme wunderbar klar, Anna genauso. Ich glaube, die meisten überschätzen den Ruhm, den sogenannten. Naja. So, Damien, was hältst du von Superbad?
So, ich soll das umdrehen? Achso. Ich habe hier noch einen Zettel bekommen, den soll ich mal umdrehen. Und hier sind verstörende Comics drauf. Ist die Frage ernst gemeint? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Schnell weiter. Hier, nimm das mal weg. So. Was ist dein Lieblingssong von denen, die du gesungen hast? Das ist Dein Herz, aus ganz persönlichen Gründen, die ich hier aber nicht weiter erläutern möchte. So, hier wieder eine tolle Frage. Eierkuchen oder Waffeln? Klipp und klar Waffeln, Schlagsahne drauf, frische Erdbeeren und als Krönung ein bisschen Schokosauce. So, nächste Frage. So, warum ist Damien in den Videos ein Vampir? Ja, tut mir leid, dass viele enttäuscht sind, aber ich bin kein echter Vampir. Es ist allerdings bei uns so ein Running Gag, weil ja, meine Eckzähne, die sind tatsächlich so spitz. Ja, könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich habe wirklich spitze Eckzähne und eine Sonnenallergie habe ich auch noch. Ja, von daher viel Raum für Interpretation, was die Fans natürlich auch fleißig tun. So, das war's. Vergesst nicht zu abonnieren und zu kommentieren und riesen Dankeschön nochmal für all die tollen Fragen. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns im nächsten Musikvideo. Ansonsten nochmal vielen Dank für eure Unterstützung. Thank you for your support. Merci beaucoup pour votre soutien. Gracias por tu apoyo und obrigado pela sua ayuda. Euer Damien.